Mahlzeit, mein Name ist Balfmer und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Reaction to. Ausnahmsweise mal nicht mit einem Musikvideo zu Rock, Metal bzw. zu den anderen Subgenres, sondern wir gucken uns mal wieder einen Trailer an. Ich habe mir ja schon mal ein bisschen Saber Rider angeguckt und so den ein oder anderen alten Cartoon und habe jetzt gesehen, Netflix startet wieder mit He-Man, eine Neuauflage und ich habe mich kurz eingelesen, es gibt wohl wieder so eine Staffel erstmal, 10 Folgen und ich glaube als ersten Teil kommen 5 Folgen komplett raus, also als quasi erster Teil und dann kommen im zweiten Schritt die anderen 5 Folgen und es soll wohl in Folge 5 einen Twist geben. Sowas wurde wohl schon ein bisschen verraten. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe es mir tatsächlich verkniffen, den Trailer zu gucken. Ich war schon dran und habe mir gedacht, nee, komm, warte ich mal ab, bis ich zu Hause bin und schaue mir den jetzt mal mit euch an, denn ich bin tatsächlich gespannt. Ich hatte damals auch ein paar Hero Quest, sage ich schon, ein paar He-Man-Figuren, die habe ich irgendwann mal ärgerlicherweise, wie wahrscheinlich 70% der Leute, irgendwann mal auf dem Trödelmarkt verkauft an andere Kinder. Mittlerweile ärgere ich mich ein bisschen, das wären echt coole Figuren. Habe ich echt viel mitgespielt und ich habe die Serie geliebt. Damals auch mit ihrer Moral von der Geschichte etc. Und ich bin mal gespannt. Es gab ja mal ein paar Aufnahmen, den Realfilm und so ein paar modernere He-Mans. Das war aber alles nicht meins. Ich bin da jetzt mal gespannt, wohin Netflix geht. Ich glaube und traue Netflix zu, eine richtig coole Umsetzung und auch wieder mit dem Twist, dass quasi in der ersten Staffel eine fortlaufende Geschichte erzählt wird und nicht nur Episode für Episode abgehandelt wird. Also ich denke schon, selbst wenn Netflix vielleicht, so wie es vom ersten Bild aussieht, so ein bisschen älteren Stile walten lässt, glaube ich doch, lassen sie die neue Form, wie man Serien erzählt, doch mit einfließen. Aber ich quatsche und quatsche und quatsche. Wir schauen uns jetzt erstmal den Trailer an und ich bin tatsächlich gespannt. Ich würde sagen, let's go. Wieder und wieder versuchst du, dieses Schloss einzunehmen, aber das wird dir niemals gelingen. Auch hier im Stil, man merkt, es ist überarbeitet worden. Ich gucke nochmal zwischendurch auf meinen großen Bildschirm. Aber wirkt doch so dieses Oldschoolige, dieses Zweidimensionale, nicht diese Rundumfahrten, die man bei Computergrafik ja gerne macht, sondern damals war Zeichentrick ja quasi 2D und 2D davor und nicht dieses mit großartig Wenden und Drehen. Das war ja erst so dann mit der Computerzeit und finde ich bis jetzt schon sehr cool, dass das Castle auch tatsächlich so aussieht, wie es aussieht. Also nicht irgendwie eine andere Traumburg, sondern tatsächlich alt, runtergekommen. Sieht eigentlich nach nichts Besonderem aus. Großartig. Skeletor. Ruf deinen Helden. Ich mache noch mal kurz zurück. Es gibt hier wieder, ich guck mal eben, hier waren so 1, 2 Szenen. Wo war das? Hier, ruf deinen Helden, nein. Da finde ich, kann man das sehr gut sehen. Hier diese Szenen im Wald. Das ist so, die Charaktere, die sich bewegen, sind ein bisschen moderner, aber der Wald hinten sieht tatsächlich aus einfach wie eine gezeichnete 2D-Hintergrundlandschaft. Ja, ich freue mich. Ich bin mal gespannt, wie episch das wird. 10 Folgen, ich glaube damals, die alten He-Man-Folgen waren über 100. Ich bin mal gespannt, was daraus kommt, aber ich hoffe natürlich auf insgesamt mehr als 10 Folgen und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich glaube, insbesondere die Herrschaften in meinem Alter oder älter freuen sich, so ein Stück ihrer Jugend wieder zurückzubekommen. Ja, man darf es nicht zu sehr hypen, finde ich, aber ich freue mich doch schon, also.
habe die Kraft! Haben sie natürlich auch die richtige Musik ausgewählt, sowohl mit der Sorcerin, beziehungsweise wo Skeletor sagt, der Sorcerin ruft deinen Helden, und dann natürlich dieser großartige Hit von Bonnie Tyler, einfach mega, mega gut. Bei den Verwandlungen und Magieszenen sieht man eindeutig neuere grafische Umsetzung. Ich finde, das passt aber, weil so wie gesagt, diese 2D auf 2D-Komponente, die kommt immer wieder vor, und das lässt das Ganze nicht zu modern erscheinen, was mich teilweise an diesen 90% Computergrafiken, Rerolls immer so gestört hat. Oh, geil. Nochmal, wir gucken mal, ne? Nach 40 Jahren, Hammer. Habe die Kraft! Ich glaube, man sieht bei He-Man auch jetzt eine richtige Verwandlung. Sorry, dass ich unterbreche. Es ist eigentlich eine Analyse. Ihr könnt den Trailer ja, bitte nicht steinigen, ihr könnt den Trailer ja noch mal gleich komplett durchlaufen lassen. Aber ich werde gerade so durchströmen von Gefühlen, Nostalgie etc. Der Originallink ist natürlich wie immer unten verlinkt, ne? Da findet ihr auch noch ein paar Infos zu mir, zu meinem sonstigen Musik-Reaction-Tour-Content etc. Aber hier, ich finde, man sieht, früher war Prince Adam und He-Man der gleiche. Also 1:1, außer dass Prince Adam ein Hemd anhatte. Und hier sah Prinz Adam echt mal wie ein Schmachtlappen aus. Ich mache noch mal kurz zurück. Ne? Also bei weitem nicht das Kreuz. Und Battlecat ist auf jeden Fall auch dabei. Boah, ich kann mich gar nicht mehr an den Thronsaal erinnern, aber ich glaube, den werden sie auch relativ original übernommen haben. Und auch hier wieder bei der Verwandlung keine großartige 3D-Kamerafahrt, sondern wieder dieses Oldschool, eine Perspektive, und der Charakter steht im Vordergrund. Ich habe die Kraft! Yeah, Orko ist auch dabei. Ja, ich würde sagen, hier stoppen wir mal. Ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht, um einen so kurzen Trailer zu brauchen. Mega, mega krass. Also, wie gesagt, ich glaube, die ersten 5 Folgen kommen direkt am 23. Juli. Und dann die nächsten 5 Folgen kommen irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Das nagelt mich nicht fest. Das weiß ich nicht genau, aber die Hälfte von euch wird das wahrscheinlich eh schon wissen, weil ich glaube, ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe gesehen, der Trailer ist schon etwas länger im Netz, aber aufgrund meiner etwas längeren Pause ist der tatsächlich an mir vorbeigegangen, denn ich habe jetzt tatsächlich nach meinem normalen Urlaub mir noch mal ein paar, fast 2 Wochen quasi so eine Art digitale Diät verordnet und freue mich jetzt umso mehr wieder ein bisschen was für euch und mit euch aufzunehmen und bin natürlich auch äußerst gespannt auf eure Kommentare und vor allen Dingen auch auf das, was ihr mit He-Man so verbindet. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ja, das war soweit der Trailer. Wie gesagt, wenn ihr ihn noch mal kurz oder komplett, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, komplett gucken wolltet, ich habe so ein bisschen Gänsehaut zwischendurch gehabt. Unten ist auf jeden Fall das Original verlinkt und ja, ich bin gespannt, werde mich jetzt trotzdem verabschieden. Die Woche kommt jetzt wieder normaler Content von mir, wieder ein bisschen mehr Musik, nicht nur ein Track pro Woche, sondern jetzt wieder meine 2 bis 3 Tracks, ganz normale Rotation. Und ja, ich wünsche euch noch was. Bis dahin, euer Balfemore.